Halb Land, halb Meer. Das Wattenmeer. Alle 6 Stunden lösen Ebbe und Flut einander ab. Dieser Rhythmus hat das Leben der ersten Siedler, die Fischer waren, bestimmt. Heute sind Ebbe und Flut ein Erlebnis für Touristen aus dem Binnenland. Husum an der Nordsee gelegen ist der Mittelpunkt Nordfrieslands. Es war bis 1864 dänisch, seitdem ist es deutsch. Die Bevölkerung, etwa 20.000, besteht größtenteils aus Friesen, die vor etwa 1000 Jahren aus Holland eingewandert sind. Sie waren es gewohnt, zum Schutz gegen die ständigen Überflutungen durch das Meer Deiche zu bauen, ohne die das Land nicht bewohnbar ist. Kulturelle Einflüsse kamen auch aus Dänemark und später aus Deutschland. Die Familiennamen enden meist auf sen, was dänisch Sohn bedeutet. Außer im Deichbau macht sich holländischer Einfluss im Baustil bemerkbar. Einige typische Renaissance-Giebelhäuser in der Innenstadt zeugen von Husums Blütezeit im Mittelalter. Ebenso das Schloss mit seinen Nebengebäuden. Als einziges Beispiel aus dem Barock ist dieses Haus aus dem Jahre 1760 erhalten. Zur Zeit des Klassizismus wurde die Kirche erbaut. Nachdem das Land deutsch geworden war, wurden im Stil der Neugotik viele Profanbauten errichtet. Aus der Zeit des Klinkerexpressionismus stammen das Finanzamt, das Zollamt und das Nordfriesische Museum. Die Moderne ist durch das neue Rathaus vertreten.
Eine jüdische Gemeinde hat es in Husum nie gegeben. Im benachbarten Friedrichstadt, das sehr an seine holländischen Gründer im Mittelalter erinnert, gab es wie in vielen Städten des Landes 1938 ein Pogrom, bei der die Synagoge verwüstet wurde. Die jüdische Gemeinde ist ausgewandert, zum Teil nach Israel, oder wurde ermordet. Die Synagoge soll als Gedenkstätte wiederhergestellt werden. Durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen aus Osteuropa stieg die Einwohnerzahl um 1/3 und liegt heute bei 20.000. Die Husumer waren früher meist kleinbürgerlich und sind heute überwiegend mittelständisch. Arbeitslosigkeit lässt einen Teil der Jugend in die Industriezentren Süddeutschlands abwandern. Die Mehrzahl richtet ihr Hauptinteresse auf Konsum und Zerstreuung. Soziale Bindungen lösen sich auf und die Zahl der Kirchenaustritte nimmt zu. Eine Auseinandersetzung mit der Nazizeit war nach dem Krieg weitgehend tabu, leider auch in der Schule. Eine Aufarbeitung fand später nur zögernd statt. Hindernisse waren die alte Generation und die Kirchen. Handelsverkehr besteht heute mit der ganzen Welt, zum großen Teil über den Hafen. Das Erwerbsleben war früher fast ganz landwirtschaftlich geprägt, mit Fischerei, Getreideanbau und Viehzucht. In Husum steht einer der größten Schlachthöfe in Norddeutschland. Heute ist die Stadt vor allem ein Dienstleistungszentrum und versucht, moderne Industrien anzuziehen. Die Schiffswerft hat sich zum Beispiel neben der Konstruktion von Schiffen auf den Bau von Windmühlen zur Stromerzeugung spezialisiert. Husum hat die weltweit größte Messe für Windmühlen. Eine Ansammlung von Windgeneratoren zur Energieversorgung ist in Nordfriesland häufiger zu sehen. Durch die Nähe zum Atlantik hat die Landschaft ein ausgeglichenes Klima mit Regen zu allen Jahreszeiten und häufigen Stürmen, was die Anlage von Windmühlenparks ermöglicht.
Hauptverdienstquelle ist der Tourismus geworden. Aus Husum stammt der weltweit beliebte Dichter Theodor Storm, der hier im vorigen Jahrhundert lebte und dessen Werk stark heimatgeprägt ist. Das Stormhaus ist heute Museum und ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Das Ostenfelder Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert ist das älteste Freilichtmuseum der Bundesrepublik. Husum und seine Umgebung haben weitgehend ihr Gesicht bewahrt. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt der Nationalpark Wattenmeer, ein Erlebnis für Touristen. Viele Künstler und Prominente haben sich am Rande dieses Landstrichs Wohnsitze gebaut oder gekauft. Im Sommer erholen sich viele Menschen an den Stränden. Husums Schicksal war in seiner dreivierteltausendjährigen Geschichte immer eng mit dem Meer verbunden. Als ein Symbol dafür kann die Statue der Fischersfrau auf dem Marktbrunnen gelten, die in Richtung Hafen und Meer blickt.